Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Gold- und Silberaktienausbruch steht bevor. Disclaimer. Silber- und Goldaktienausbruch steht bevor. In den letzten 3 Monaten hat Silber eine interessante Chartformation an der unteren Trendlinie des über zweijährigen bullischen Trendkanal gezeichnet. So tanzten die Wochenkerze auf der blauen Trendlinie herum, bilden eine inverse Schulterformation. In den letzten 6 Wochen bildete sich die rechte inverse Schulter mit höheren Tiefs und höheren Hochs heraus. Das nächsthöhere Hoch könnte der Linie entlang in 2 Wochen bei 22,50 erreicht werden. Die Berichte über Abflüsse von Silber an der COMEX reißen auch nicht mehr ab. Eine Knappheit liegt somit ebenfalls vor und würde zum Gesamtbild passen, der den Silber-Squeeze und damit einen plötzlich starken und schnellen Anstieg auslöst, der Silber über 30 und mehr Dollar bringt. Wie schon mehrfach berichtet, wird dieser Silberanstieg die Junior-Gold- und Silberaktien aus dem Penny-Bereich in den Dollar-Bereich katapultieren. Ja, Sie haben jetzt ja am Freitag nochmal ordentlich einen draufgehauen, wie Sie es hier an der roten Kerze sehen. Kann natürlich, weiß ich nicht, ob Sie noch weiter raufhauen und nochmal weitere Verkäufe von anderen Investoren zu provozieren, alles möglich, aber Sie sehen hier die Formation und im Grunde genommen in der Vergangenheit hat das immer einen weiteren Anstieg, war Folge davon. Und das wird natürlich auch irgendwann kommen. Das ist derartig niedrig und die Lage an der Warenbörse COMEX, dass sie kaum noch liefern können, um das physische Silber, die Nachfrage zu bedienen. Das ist einfach real. Da gibt es überhaupt keine Frage mehr und das wird sich entladen. Einfach um ja nicht ihr Gesamtsystem zu gefährden, werden sie höhere Silberpreise zulassen. Also sie werden eine Verdopplung oder Verdreifachung zulassen. Sie wollen das natürlich kontrollieren. Und natürlich sollen möglichst wenig Investoren dabei sein. Bei physischen, genauso wie bei physischen Silber, wie auch bei Goldaktien. Diese negative Stimmung bei Gold und Silber schlägt sich natürlich überproportional auf gerade Gold- und Silberaktien zu. Aber wenn Sie die Kurse, die Charts der letzten Wochen eigentlich jetzt schon beobachten, sehen Sie, und das werden Sie bei den nachfolgenden Mine auch sehen, dass der Boden eigentlich erreicht ist, dass es eigentlich der Anstieg beginnt und da sage ich mal, dass man gute Aktien mit guten Ressourcen einfach diese Situation nutzen sollte, nachzukaufen. Also die Gold-Silberaktien, die guten, die wir auch teilweise beobachten, die zeigen eigentlich an, dass es zu einer Wende kommt. Das heißt nicht, dass sie nochmal Gold und Silber nochmal drücken können in Aktion. Das kann man ja nicht wissen, das kann man nicht planen. Sie machen es einfach, es hat aber, darum will ich sagen, es hat nicht mehr keinen großen Einfluss auf Gold- und Silberaktien, weil die sind schon am Boden und es gibt einfach Investoren, die bereit sind zu kaufen, weil einfach die Werte bei Weitem alles übersteigen. So, und da ist der Boden gefunden und da steigt es und das kündigt dann auch mehr oder weniger am Ende eine Gold- und Silber-Rallye allgemein. Ja, Gold- und Kupfer-Projektgenerator mit Fokus Alaska, British Columbia, Mexiko. 7 Millionen Mark, kanadische Dollar Marktkapitalisierung, Riesenklasse hoch. Das Unternehmen ist ein Projektentwicklungsunternehmen, das sich auf Entwicklung in der Schließung von metallischen Mineralvorkommen in 2 Rechtsgebieten mit herausforderndem Potenzial konzentriert, im Bundesstaat Alaska und im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Gold und Kupfer, wobei das Hauptaugenmerk auf Porphyrie und hochgradigen aderartigen Lagerstätten liegt. Das Unternehmen verfügt über 6 aktive Explorationsprojekte, 9 Goldgrundstücke in Alaska sowie ein Kupfer- und Goldprojekt in Mexiko. Hier Alaska, da gibt es das 64 Nord Earn-In Joint Ventures mit Resolution Mining, also sie besitzen 50% davon, 34.000 Hektar. Also es befindet sich etwa 20 Kilometer von der Delta Junction, Stadt Delta Junction und 140 Kilometer von Fairbanks, was in der Mitte von Alaska ist. Intrusive Goldsysteme, Kupfer, Molybden, Goldsysteme, die im Zusammenhang stehen.
Die von Northern Star betriebene Untertage-Goldmine Pogo, also das ist eine Mine, die in der Nähe ist, produzierte jährlich 300.000 Unzen Gold mit einem historischen durchschnittlichen Gehalt von 13 Gramm pro Tonne, also Hochgrad. Die aktuellen Ressourcenreserven der Mine belaufen sich auf 6,9 Millionen Unzen. So, da haben die 43.000 Hektar dieses Joint Ventures. Also allein das ist schon ein sehr interessantes Potenzial. Die haben eben noch andere Projekte und bei einem Projekt wird auch die Menge von 1 Million Unzen Gold genannt. Die habe ich jetzt hier in den Potenzialfaktor mit verwendet. Also Kanada, Land ohne Abzug, hochgradiges Gold, sehr viel. 1 Million Unzen macht bei 7 Millionen Marktkapitalisierung Potenzialfaktor von 142. Das heißt, die Aktie könnte von jetzt nach dieser Logik von 0,045 auf 6,39 steigen. Also jetzt absolut negativste Situation und irgendwann in Zukunft, wenn jeder Gold haben will, die auch nicht ewig andauernde Mania-Phase, könnte es bei 6,39 stehen. Das sind theoretische Kalkulationen. Und dass diese 1 Million Unzen, es kann nur eine ganz, ganz kleine Menge sein von den Ressourcen, die sie insgesamt haben. Macht das Potenzial so groß. Auch die Aktie selbst, die sehen, von wo die kommt, sage ich mal, bei der letzten Goldrallye bis zum September 2020 war sie auf 0,30 und ist jetzt abgesoffen auf 0,05, hat aber, wie Sie auch sehen, den Boden erreicht. Die Aktie hat auch in der Vergangenheit Verwässerungen durchgeführt. Das ist natürlich auch noch zu berücksichtigen. Nichtsdestoweniger, im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sind diese großen Ressourcen absolut real. Und jetzt an dieser absolut negativen Situation ist das sicherlich interessant einzusehen. Aber natürlich, Management hat in der Vergangenheit nicht so performt. Aber wir hoffen ja im Wesentlichen, dass diese ganze Goldaktienrallye eher eine Bewertungsgeschichte ist, dass diese sage ich mal, Gebiete mit den großen Goldressourcen und mit den großen Ressourcen überhaupt, egal ob sie die Projekte am Ende dann erfolgreich realisieren, einfach einen Bewertungsaufschlag geben, dass es sozusagen sich ändert, dass das große Kapital das alles einkauft und dann die hoffentlich in den Dollarbereich und in den Mehr-Dollar-Bereich treibt. Darum geht es uns ja. Und das könnte dann so ein Kandidat sein. Jedenfalls in der Vergangenheit, die Ausschläge waren auch nicht von schlechten Eltern und das könnte sich wiederholen. Jetzt schauen wir uns mal die anderen Projekte an. Also in Alaska habe ich jetzt hier 6 identifiziert und in meiner auch alle sehr große Hektarzahlen. Also das Apex-Territorium, 315 Hektar, ist eine hochgradige unterirdische Goldlagerstätte in British Columbia, die Goldaderlagerstätten auf der ganzen Welt vergleichbar ist. Die frühere Minenproduktion, das ist auch eine historische Mine, trug im Durchschnitt 1,4 Unzen Gold, nicht Silber, 1,4 Unzen Gold pro Tonne. Das hochgradige Goldvorkommen APEC befindet sich im nördlichen Teil von Chiago, Island, im Südosten Atlaska. Also das ist, wenn Sie Atlaska kennen, das ist, sage ich mal, dieser Zipfel, der noch ein bisschen weiter runter geht, der dann fast noch bis nach Seattle reicht, fast noch sozusagen. Ähm, ähm, ja, historische Produktion, gering, aber hochgradig, 18.000 Unzen, 2.400 Gold, eben diese 48 Gramm pro Tonne. Alaska, das Schießner-Projekt, 2.844 Quadratkilometer, das ist ein Kupfer-Gold-Porphyry-Lagerstelle. Schießner liegt innerhalb eines Bogens, der sich von Peppel im Südwesten Alaska bis Schießner und darüber hinaus eine große Ansammlung von gut exponierten Kupferporphyrien 80 Kilometer südlich von Nabesna erstreckt. Die Porphyrie-Provinz ist weitgehend unerforscht. Nun muss man sagen, wenn Sie sich im Goldaktienbereich auskennen, das gab es ja in der Nähe, agiert auch das Unternehmen Northern Dynasty und die hatten ja diese Umweltauflagen. Da ist es auch in der Nähe. Also ob da ein Projekt raus wird, ist fraglich. Nichtsdestoweniger ist es ein großes Gebiet. Vielleicht gibt es Teile, wo es ist, aber trotzdem könnten sie auch die Aufwertung sozusagen mit beeinflussen. So muss man das vielleicht sehen. Dann noch in Alaska das Nikolai-Projekt mit 95 Quadratkilometer, beherbergt eine Nickel, Kupfer, Gold, Chrom, PGE-Mineralisierung. Das Nikolai-Projekt befindet sich 40 Kilometer nordwestlich der Stadt Paxton an der Südflanke des Alaska Range. Dann haben wir noch das Projekt Shar,
5.900 Hektar, befindet sich 18 Kilometer nördlich der Stadt Delta Junction und 140 Kilometer südlich von Fairbanks. Stockwerkartige, intrusionshaltige mesothermale Goldsysteme sind da vorhanden. Und dann eben das Schnetting-SAM-Projekt beherbergt Goldadern, die in der Vergangenheit mit einem Durchschnittswert von 12,9 Gramm pro Tonne abgebaut werden. Eine Ressource von mehr als 1 Million Uns ist ein realistisches Ziel. Also das ist die Zahl, die ich eingetragen habe, ähnlich wie bei den Adersystemen Kensington und Julian. Die von den US-Behörden Büro Mainz in der Main Friday entnommenen Proben ergaben ein Durchschnittsgehalt von 6,5 Gramm, wobei die beste Probe 43,2 Gramm aufwies. Also was mir dem Unternehmen gefällt, sind diese ganzen hochgradigen Projekte. Und das wird im Allgemeinen, das macht nämlich eine mögliche Produktion effizient und das ist, hat bis jetzt immer die Euphorie der Anleger auch dann freigelegt. Ja, und dann noch Mexiko, das El Batamot-Projekt mit 5.800 Hektar ist eine Porphyrie-Kupfer-Molybden-Lagerstätte von Weltklasse. Das Projekt Batamot befindet sich im Norden von Sonora, Mexiko, etwa 25 Kilometer nördlich der porphyrischen Kupfer-Molybden-Lagerstätte La Caridad, entlang eines strukturellen Korridors auf Bezirksebene. Es befindet sich innerhalb des Porphyrie-Trends Canada La Caridad, der Teil eines erstklassigen Lamerit-Porphyrie-Provinz Sonora, Arizona, New Mexico, ist also ein riesiger Gürtel. Im Porphyrie-Kupfertrend von Arizona, Sonora, wurden bereits über 20 Kupfer-Molybden-Lagerstätten abgebaut. Das Projekt umfasst 5 Grundstücke, El Choco Nordwest, Bata Sur, Yucaros und Areado. Für die Aussprache übernehme ich keine Garantie. Ja, also Sie sehen, Sie haben eben auch noch große Werte einfach, Kupfer, Molybden, Rohstoffe, das kann, sage ich mal, der allgemeine Boom der Rohstoffe, der wahrscheinlich verbunden ist mit der weiteren Abwertung der Papiergeldwährung und den Fluss in Gold und Silber, alles helfen, in solche Aktien ja, hochzutreiben. Also wie gesagt, die Projekte ist da, sie haben viel. Das Management ist in der Vergangenheit noch nicht so performt, daher eben auch hohes Risiko, aber die Projekte sind da und es kann gut sein, dass eben solche Aktien so einen Bewertungsaufschlag, wenn der Gold- und Silberboom dann losgeht, mitnehmen. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Das sind Zahlen, die sind kaum zu glauben. Also von 5, 10 oder 20 Cent stiegen Aktien hier auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Also hätte man 1.000 zum Beispiel in eine Aktie investiert, wäre man hier nach den Zahlen teilweise hier mit 200, 360.000 und 382.000 Dollar herausgekommen. Das erwarten wir nicht, dass wir solche Aktien finden. Aber natürlich ist es das Thrill, solchen Aktien nahe zu kommen. Also ich meine, man muss auch am absoluten Boden kaufen. Beispielsweise erinnern Sie sich an die Corona-Krise, wo eben auch Top-Projekte für ein paar Pfennig zu haben war, aber auch nur für ein paar Tage. Wer das kann, sowas zu kaufen, ja, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem, wir sind nah dran an dieser Tiefe nochmal, aber Goldaktien stehen höher, also wir sind höher. Und die eine oder andere mit großen Ressourcen kann man einfach mal kaufen und dann kann man mal sehen. Auch die Aktie, die ich gerade vorgestellt habe, ja, wohin steigt die? Auch vielleicht so ähnlich wie die hier. Ähm, Muss man sehen. Und das ist eben das Thrill dabei. Und deswegen kann man sich auch nicht auf eine Aktie identifizieren. Natürlich gibt es im moderaten Risiko gut aufgestellte Produzenten, die eigentlich sicher sind. Aber auch da kann irgendetwas passieren. Umweltauflagen, politische Eingriffe, sonst was. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass gerade in diesem Hochrisiko- und Risikobereich die Minen verteilen, sie weiter beobachten und gut performende oder einfach mit guten Projekten, wo man sieht, dass es da aufwärts geht, da einfach nachkaufen, dass man sich, sag ich mal, sowas annähert. Ne, ob es nun jetzt so hoch geht, wird man sehen. Damals ist ja dann Gold, stieg ja von 35 Dollar 1971 bis 1974 dann auf 200 Dollar. Dann korrigierte Gold von 200 Dollar auf 100 Dollar. Dann schob sich das langsam Richtung 200 Dollar hoch und da schoss das mehr oder weniger innerhalb eines guten Jahres von 200 Dollar auf 800 Dollar hoch. Und da hat es dann natürlich solche Ergebnisse gegeben.
Ich würde mal sagen, die Situation ist heute ein kleines bisschen anders, obwohl diese Zahlen im Grunde von damals müssen Sie einfach vielleicht nur am Ende mit der 10 multiplizieren. Wir werden das auch vermutlich langsam hochschieben auf 200 und dann geht die Rakete richtig hoch Richtung 8000. Das wäre dann die damalige Ereignis mal 10. Könnte sein. Und in dem Zusammenhang könnten dann auch die Goldaktien enorm abgehen. Aber wir spekulieren gar nicht darauf, dass es auf 8000 geht. Wir hoffen einfach nur, dass Gold sich über 2000 wieder etabliert und Silber auf 50. Und weil sie so ungeheuer tief sind, auch künstlich gedrückt worden ist, so wie man das in den 1970er Jahren nicht machen kann, könnte das merkwürdige Phänomen eintreffen, dass wir solche in der Art, sicherlich nicht solche, aber solche Bewegungen sehen in der Vorphase, wenn Gold nur um 30 bis 40% steigt und Silber sich verdoppelt und verdreifacht. Und trotzdem haben wir nahezu solche extremen Anstiege. Müssen wir sehen. Ja, man kann das auch an unserer Musteraktie sehen. Hier der Max Resources ist ja abgebildet. Die hält sich trotz dieser Rückschläge gut. Konnte man im November 21 noch für 20 Cent kriegen, wo wir auch dann das erste Video von gemacht haben. Und die stieg dann ja bis auf 70, 80 Cent, dann schmerzhafte Rückgang bis auf 30 Cent, denke ich, und ist jetzt schon wieder 40. Das heißt, die steckt das weg. Es gibt Aktien, die das outperformen, natürlich unter kolossalen Schwankungen. Und am Ende ist das vielleicht solche Aktie, die, wenn Gold über 2000 ist, dann gut etabliert ist, dann auch über $1 steht und wenn dann die Mania noch weitergeht, noch viel höhere Werte. 2, 3, 4, 5 oder who knows sind das. Ich meine, das ist nur ein Beispiel, das ist keine Kaufempfehlung. Das ist aber nur, um die Fantasie da so ein bisschen anzuregen, wie es kommen könnte. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, sie zu selektieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, also was kaufen wir, wenn der Boom vorbei ist. Und bei Interesse biete ich auch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung an. Finden Sie alles unten verlinkt, unten in YouTube oder auf meiner Webseite. Beziehungsweise die Webseite ist im YouTube-Anhang da unten verbunden. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Hier nochmal Stichwort Silbermünzen, jetzt, dass Sie da auch den vollen Mehrwertsteuersatz zumindest in Deutschland zahlen müssen. Ich meine, die Alternative ist vielleicht, das in der Schweiz zu kaufen. Hier haben wir 7,7% Mehrwertsteuer. Das könnte man machen und das zum Beispiel physisch hier selbst einlagern. Oder eben Sie nutzen so ein Zollfreilager hier wie die Sachwerte Einkaufsgemeinschaft, einfach eine Überweisung und schon ist es eingelagert. Genauso leicht kann das auch wieder verkauft werden. Es gibt keine Mindestbestellmengen, ist gut organisiert und Sie kommen klassischerweise immer an die günstigste Silbervariante, ganz geringe Aufschläge. Und so kommen Sie tatsächlich ohne Mehrwertsteuer zu zahlen an dieses Silber, weil er kauft das als 15 Kilogramm und da kriegt er enorme Rabatte. Und da sind Sie, besitzen Sie einen Teil von, wenn Sie weniger als 5. Aber Sie können sich das auch ausliefern lassen, das geht. Dann müssen Sie natürlich Mehrwertsteuer bezahlen, beziehungsweise Sie können auch diese Silber dann im Zollfreilager quasi verkaufen, in Gold wechseln. Da ist ja keine Mehrwertsteuer oder ähnliches drauf und sich dann auszahlen lassen. Das heißt, zum Beispiel denkbar, es gibt eine Silbermania, Silber steigt auf einen hohen Wert, ist natürlich ein dementsprechend hohes Rückschlagsrisiko und dann können Sie dieses Silber in Gold wechseln. Dann haben Sie zumindest nicht dieses extreme Rückschlagsrisiko. Also für solche Transaktionen ist es sinnvoll. Aber Sie ersparen sich dann auch eben den Gang zum Edelmetallhändler beispielsweise und müssen dann nicht in Schlangen oder sonst wo stehen. Ja, immer erst Preisvergleich natürlich machen auf Unternehmen wie Gold.de, bevor sie physische Ware kaufen, weil es gibt im Internet einfach Leute, die nutzen das einfach aus, sag ich mal, die machen Videos, viel mit Angst besetzt und so. Und am Ende stehen sie da und sie sollen überteuertes Edelmetall, Gold und Silber kaufen. Das macht keinen Sinn. Ja, nützliche Informationen, Kontakt. Da sind aber ein paar Informationen aufgeführt, mit welchen Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchen Broker in der Schweiz, wo können Sie in der Schweiz oder Liechtenstein einlagern, wo können Sie Informationen über Goldaktien kriegen, Diskussionsforum, hier das internationale Diskussionsforum COCA, wo jede Aktie eigentlich ausführlich diskutiert wird, können sich beteiligen und auch wertvolle Informationen raussuchen. Ja, noch weitere gute Informationen
von Statisten und Experten wie Uwe Bergold empfehle ich Ihnen sehr, die Videos zu sehen, dass Sie da ein fundamentales Verständnis für den Markt bekommen und wo Gold eigentlich doch hingehen muss und warum und weshalb und was man dann wechseln sollte. Ja, generell bei Fragen über Zustellungsprobleme bitte ich Sie, mich einfach zu kontaktieren. Ich würde Sie, sobald ich dann Zeit habe, mich bei Ihnen wieder melden. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie dann sofort über die neuen Videos informiert werden. Also, nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.